Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal aus der Türkei in Antalya, gerade gelandet. Nicht mit dem Sun Express, sondern mit dem Türk Hava Yolları. Und es geht auch schon direkt los. So Leute, das wilde Durcheinander muss ich euch natürlich auch zeigen. Aber ist trotzdem alles sortiert mit Nummern, wenn man hier angekommen ist in Antalya. Und man hat, jeder Bus hat so seine Nummer. Da geht man einfach dahin und die wissen dann schon, wohin es geht. Wie ihr sehen könnt, Mitsubishi, Otokar, Mercedes, alles ist hier vertreten. Wir haben heute den Bus 105. Das ist, glaube ich, ein Temsa gewesen. Mal gucken, war das ein Temsa? Nein, ein Mercedes. Mit dem fahren wir gleich. Ist, glaube ich, ein Turismo. Ja, Koffer sind schon drin. Wie gesagt, Otokar, Motocar, alles gibt's hier. Ja, Travego. Wir fahren mit einem kurzen Travego. Wie ihr sehen könnt, auf der Seite auch noch jede Menge. Also Leute, die erste türkische Cola. Ich sitze schon im Travego. Und die zweite auch hier. Natürlich konnte ich im Bus da nicht so rumschreien und rum erzählen, was wir gerade machen und so. Deswegen habe ich das mal nachbearbeitet. Hier könnt ihr so ein paar schöne Aufnahmen hier von dem Innenleben, von dem Travego sehen. Und draußen die schönen Berge und sowas alles. Wirklich sehr interessant. Und immer wenn ich irgendwo so einen Bus gesehen habe, habe ich mal direkt drauf gehalten. Es sind wirklich viele Busse unterwegs. Jetzt habe ich den Fahrer hier auch mal so ein bisschen von oben aus noch mal ein bisschen gefilmt. Ja, der hat auch ganz gut gefahren. Wirklich auch ein sehr schöner Bus gewesen. Ja, mal schauen, was wir noch so alles erlebt haben. Bleibt einfach weiter dran. Und wenn euch das Video gefällt, natürlich Daumen hoch. MAN sogar. So Leute, jetzt fahre ich dieses Ding mal. Mal gucken. Ich komme auf jeden Fall gut und schnell ans Ziel. Direkt in den Pool. So Leute, ich fahre jetzt mal mit so einem Isuzu, ist das glaube ich, habe ich von draußen gar nicht geguckt. Für 1 Euro kommt man nach Side. Ne? Vielleicht sehen wir noch ein paar unterwegs, ein paar Dolmusch oder richtig schöne Busse. Können wir da draus auch noch so schön ein Video draus machen. Das hier ist so übrigens Kumkel. Hier komme ich sehr gerne und oft hier hin. Kann ich nur empfehlen. Die haben sogar Funk hier. Wenn ist noch keiner drin, kann ich euch den Bus mal vorstellen. Also zum Fahrer hin. Der Motor ist ja da, wo der Fahrer sitzt. Das ist der Motor. Da kann man sich auch noch hinstellen. Und für Rollstuhlfahrer gibt es hier sogar auch noch. Kann man sich hinstellen. Und hier hinten auch noch mal so ein Viererplatz. Da ist ein türkischer Bus, Karsan, sehe ich gerade. Nichts mit Isuzu, Misuzu, okay. So Leute, mit dem Karsan da vorne, wo Kumköy drauf steht, mit dem sind wir gerade gefahren. Wie ihr sehen könnt, das sind diese Dolmusch, so eine Art Sammeltaxi eben halt. Unterwegs einfach nur mal Hand raus, dann halten die auch sofort an. Man kommt für 1 Euro von Kumköy hier nach Side Stadt. Da werden wir jetzt mal laufen und ein paar Aufnahmen machen. Immer wenn ich ein paar Busse oder sowas sehe, was für unseren Kanal interessant ist, werde ich das natürlich aufnehmen. So Leute, ich habe hier so ein paar Sightseeing-Touren, Busse gefunden. Ja, mit denen kann man oben auf, seht ihr, so eine Sightseeing-Tour machen hier bis nach Manavgat oder so. Old Town, also durch die Altstadt hier. Ja, wird natürlich viel benutzt. Ne, kann man schön alles sehen.
und wettermäßig 30 Grad im Moment, obwohl wir schon fast 20 Uhr haben. So Leute, jetzt machen wir auch so eine Sightseeing-Tour bei Nacht in Side. Also das ist bestimmt jetzt gefühlte 6, 7 Mal, dass ich hier war. Ist eine sehr antike Stadt. Gleich kommt auch das Amphibientheater. Oder da war es schon ein bisschen dran vorbei. Sieht man jetzt nur nicht, weil es dunkel ist. So, am Zopp angekommen, fahren wir jetzt wieder weiter nach Kumkö. Und zwar wieder mit diesem Karsan oder wie der heißt. Mit schönen Innenbeleuchtung als LED, selbst gemacht. Ja, nicht schlecht. Und die warten auch. Die werden gleich alle noch voll. Hier ist richtig was los am Zopp. So Leute, mit offenen Türen darf man hier auch fahren. Mit schönen Außenschwenktüren. Jetzt gehen sie zu. Das ist das Nachtleben von Side, touristische Gegend. Ja. Ist das nicht ein schöner, toller Bus, Leute? Schaut mal. Mit dem würde ich doch glatt noch eine Runde drehen wollen. Auch einen schönen Travego müsste das sein. Ja, ist ein Travego. Ja, so ein 13 Meter Bus, 12 Meter Bus. Wir sehen heute bestimmt noch ein paar andere Busse, dann zeige ich euch noch welche. Wir machen nämlich heute einen Ausflug nach Manavgat. So Leute, wir sind schon angekommen hier. Mit dem Mitsubishi-Bus sind wir heute hier bei Dickmann Textil. Ja, die Gruppen Sonnenschein, die kommen schon. Ja, unser Serkan, unser Reiseführer, der ruft uns schon. Dann gehen wir mal rein. So Leute, ich nehme mal für euch ein paar Busse auf. Aber wie ihr seht, alles fast auch wieder in Travego, in Mercedes-Hand, wie ihr sehen könnt. Wir suchen jetzt mal gleich unseren Bus, mit dem wir auch wieder gleich zurückfahren. Aber der Tag ist ja für uns noch nicht gelaufen. Es geht ja noch weiter. Manavgat, Wasserfall und sowas alles. Ja, 931, da ist unser Bus, mit dem fahren wir gleich wieder zurück. Temsa gibt es hier, da gibt es Mitsubishi, da gibt es Novolux, den türkischen. Setra haben wir hier auch, Otokar haben wir hier, alles vertreten. Ja. So, hier die Busse jetzt nochmal von hinten, der Travego, der läuft auch gerade. Und das ist der Mitsubishi Zafir, mit dem wir gleich fahren. Mit dem sind wir gerade gekommen. Ja. Und ein Temsa läuft auch. Die müssen alle schon laufen. Hat jetzt mit Umwelt und so natürlich nichts zu tun, weil die Klima muss ja laufen. Und die Klima läuft nur, wenn der Motor eben halt an ist. Ja, so schaut's aus. Auch im Urlaub habe ich wenigstens noch ein paar Busse für euch aufgenommen. Ich habe hier noch einen MAN gefunden, Leute. Natürlich ist der auch bestimmt hier in der Türkei gebaut worden. Ja, ein sehr schöner Bus. Ein Fortuna. Ja. Schön wendig, klein. Ich habe hier noch keinen mit Doppelachse gesehen. Also Dreiachser. Mal gucken, wie der von hinten aussieht. Ja, wirklich ein sehr schöner Bus. Ja. Und hier steht noch so ein Temsa Zafir.
Das ist aber ein bisschen ein neueres Modell als mit dem wir fahren, mit dem 931, der da in der Mitte steht. Und hier neben, was ist das für einer? Travego, so wie es aussieht. Bin ich mir nicht sicher, muss ich mir gleich nochmal von vorne angucken. Ja. Und das Schöne an den türkischen Bussen ist hier mit diesen Zischen. Ne, ab und zu, wenn er die Luft mal rauslässt und so, dann zischt das auch so schön richtig. Hier vorne, der, wo ich gesagt habe, ist ein Travego, ist aber ein Setra. Ja, ein 416er HD. Der Busfahrer versucht gerade die Tür aufzumachen, hat ein bisschen Probleme. Wie gesagt, S416 GT HD. Aber die Tür klemmt irgendwie, hat er wohl Probleme. Okay. Sehr schöne Aufnahmen wieder mal von Mehmet Oe. So, ich mache uns mal eine Busvorstellung hier von dem Zafira Temsa. Schaut mal, in der Türkei haben die immer so schöne Lenkräder. Kann man sich individuell aussuchen, was für eine Farbe man haben will und so. Der hat zum Beispiel 131, über 1 Million bestimmt, denke ich mal, runter. Kann nicht sein, dass er 113.000 jetzt erst bestimmt 1 Million und 113.000, denke ich mal. Ja, auch der Schaltknüppel und so, gleiche Farbe. Auch hier die ganzen Griffe und so hier. Ja, das ist von unserem Erkan, dem Sonnenschein. Er hat ja hier diese Fahrt hier organisiert. Er ist der Reiseführer hier. Ja, mit dem machen wir das gemeinsam hier. So sieht das Teil von hinten aus. Mit so schöne Kopfschoner Saphir. Die kann man hier so wegtun. Ja, ein 45er Bus ohne WC. Aber mit Kühlschrank und so. Wirklich ein sehr schöner Bus. Und unser Fahrer ist jetzt auch da. Super. Leute, wie ihr sehen könnt, haben die auch hier Sicherheitsbestimmungen, was der Busfahrer normalerweise immer erzählen muss. Aber so hat jeder Fahrgast die Möglichkeit, sich das anzuschauen. In Deutsch, auf Englisch, Türkisch, alle Nationalitäten vorhanden. Kann man sich dann durchlesen. Nicht stehen, Feuerlöscher etc. Im Prinzip das gleiche, was bei uns auch ist. Da wir schon mal hier sind, kann ich euch auch noch ein paar Bilder hier von Manavgat zeigen. Wenn jemand noch Interesse hat, kann man mal hierher kommen. So, Manavgat, der Busparkplatz ist auch hier. Hier kann man auch so schön Wasserfall sehen, habt ihr gerade gesehen. Aber mich interessieren immer noch diese schönen MANs, die hier sind. Ne? Die gefallen mir so richtig hier. Und hier diese Temsas, die sind auch gut. Ja. Jeder hat so seine Nummer, wird dem Fahrgast gesagt, zu dieser Nummer musst du kommen, dann kommen die dahin. Ja, im Prinzip wie bei uns eben halt. Ich sage immer, schaut auf den gelben Bus, dann wisst ihr, wo das ist. Schaut mal Leute, da habe ich gerade einen schönen Bus entdeckt, weiß und hinten richtig rot. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben jetzt hier den zweiten Parkplatz hier erreicht und wir machen jetzt gleich die Bootstour mit der ganzen Mannschaft hier. Şimdi serbest geçebiliriz. Müsait. Şöyle yapalım. Şey var ya. Leute, schaut mal, ist das nicht ein 405er Mercedes ehemaliger? Oder sieht das nur so aus? Kann ich jetzt von hier aus gar nicht so sehen. Spiegel sehen so ein bisschen mitgenommen aus. Ja, so als Transferbus oder hier so ein Sightseeing-Tour. Ja, scheint mir echt ein Mercedes zu sein. Ja, Mehmet Oe, wer hat das gesagt? Ein MAN, Leute, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ein türkischer MAN, das sah mir aus wie ein Mercedes von vorne. Aber ein schöner, mitgenommener. Und da kommt noch ein Temsa, ein schöner. Ja. Ich gehe mal noch auf Suche für euch. Vielleicht fahre ich auch nach Antalya. Mal schauen. Hier kommt auch schon so ein schöner Mitsubishi Saphir.
Weil die sind wirklich hier ganz viel. Ist ja ein zusammengelegter Temsa und Saphir, also Mitsubishi in einem. Hier kommen die kleinen Dolmuschs, Kumke. Ja, ich bin mal auf Suche nach irgendwas Exotisches für euch, wie vorhin der Bus. Da hinten sind auch noch ein paar, da laufe ich jetzt mal hin. So, da haben wir doch was Schönes gefunden, so einen schönen O403 Mercedes-Benz steht da drauf. Wenn er da drauf steht, wird es wohl auch drin sein. Ja, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Guck mal, der Lack, der ist schon richtig ab. Aber er fährt wohl. TÜV hat er noch, glaube ich. Wir haben auch hier auch TÜV, Leute. Ja, schön mit türkischer Fahne. Ja, das sind schöne Busse gewesen. Wo die noch neu rauskamen, kann ich mich noch erinnern. Schön so von Stadt zu Stadt, aber mehrere Kilometer, nicht nur 30, 40 Kilometer. Dann geht es schon richtig so 1000, 1500 Kilometer. Konnte man mit solchen Bussen fahren. Der wird jetzt auch bestimmt wieder so für Transfers und so eingesetzt. Und direkt hier neben gibt es noch einen schönen MAN. Endlich mal einen mit 3 Achsen. Schaut mal. Ja, und mit dieser komischen Chrom-Stoßstange. Ist wohl so eine Art Schutz, wenn er rückwärts fährt oder so. Schön Auspuff. Interessant sind die Brems- und Blinklichter da oben. Ja, natürlich hat er auch eine Hinter-Rückwärtskamera. Und schön lang. Ja, richtig schön lang gezogen. Richtig toll. Ja, so was wollen wir sehen. Ich habe rechts noch ein schönes gesehen, Leute. Das zeige ich euch aber gleich erst. Wartet, erstmal den hier. Der fährt nach Migros und so was alles. Ein schöner MAN. Ja, ich habe hier den hier gesehen. Schaut mal. Ja, 260 CB. Boah, was ist das für ein Teil, ey, Leute. Aber mit Air Condition oben. Was ist das für ein Teil? Ein BMC. Die machen doch eigentlich LKWs, so viel ich weiß. Ne? Ja, den gucken wir uns auch mal von allen Seiten an. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, sowas zu sehen. Das suche ich ja immer, Exotisches, was wir noch nicht gesehen haben. Ein paar kennen das bestimmt. Ey Leute, schaut mal, der hat damals schon mit 3 Türen. Hinten, in der Mitte und hier vorne. Dreamvault. Personal Service. Okay. Der fährt wohl nur die Angestellten immer hin und her. Für die reicht das wohl, denken die. Ne? Wirklich sehr schön mit 3 Türen. Die Gardinen natürlich sind schon richtig verblasst und so. Aber für die Angestellten reicht das wohl. Und hier noch einer, schön, auch ein MAN mit 3 Achsen. Und dahinter ist noch ein BMC. Ja, die sehen wohl, okay, der ist glaube ich ein bisschen neuer. Der sieht schon ein bisschen älter aus. Okay, da gehen wir mal jetzt zu dem neuen hin. Personalbus, auch nicht schlecht. Mal gucken, ob der auch 4 Türen hat oder 3. Hab ja sonst nichts zu tun im Urlaub. Seht ihr. Na, da ist einer mit nur 2 Türen. Ja. Schön. Jetzt haben wir auch mal ein paar alte Busse, neue Busse gesehen. Hier vorne ist auch noch ein Dreamworld Personal Service. Der hat die Türen ganz hinten. Auch nicht schlecht. Auch ein BMC. Aber schaut mal, Leute, sieht das nicht schön aus hier hinter diesem schönen Hotel, so ein Bus. Ich mache mal ein Foto, wartet. So, dann schauen wir uns den auch noch mal von nah an. Maskettag, wer Maske tragen, okay. Ist hier wohl auch noch Maskenpflicht, war wohl von früher noch. Also in diesem Urlaub, ich habe nirgendwo eine Maske gesehen oder Maske getragen oder was weiß ich etwas. Gar nichts. Hier wird natürlich gehupt, auch wenn nichts zum Hupen gibt. Aber das ist nun mal Türkei. Ne? Somit 2 Türen. Schön. Hier noch ein paar Aufnahmen von so einem Dolmusch, von so einem überfüllten Bus. Der war noch nicht überfüllt.
wollte ich euch mal zeigen, wie der Kollege hier so schaltet und waltet. Hier mit diesem, das war glaube ich diesmal ein Isuzu oder so. Ja, so ist das hier in der Türkei. So Leute, heute fahre ich ja nach Antalya. Ich warte jetzt auf den Bus. Das sollte eigentlich ein Reisebus gleich sein. Aber hier habe ich so einen türkischen Kreisverkehr hier entdeckt. Polizei mitten im Kreisverkehr, passt drauf auf. Da hinten ist auch glaube ich der Bus schon zu sehen. Hoffentlich ist es so ein schöner Mercedes, so wie der hier. Mal schauen. Ich meine, hinter dem Taxi, das müsste der sein. Mal gucken, wenn er gleich hier anhält, wissen wir es. Aber der macht keine Anstalten hier anzuhalten. Das ist er nicht. Das wäre auch ein Temser gewesen, okay. So, wir kriegen einen schönen Mitsubishi Zafira. Okay, da fahren wir mal mit denen mit. Auf geht's! So Leute, das ist ein türkischer Zop, sag ich mal, aber für Außerstädte sowie touristische Gegenden und von Stadt zu Stadt wie der Flixbus. Ja, hier sind die ganzen einzelnen Busse, sehr schöne Busse. Es sind auch kleine dabei, die riesengroßen Busse, wo richtig mit viel Passagier und viel bis nach Istanbul und so weite Strecken. Die werden natürlich nicht mit so komische Princess Saphir und so gefahren, sondern hier mit so einem schönen Tourliner. Schaut mal hier. Ja, ist doch ein MAN Tourliner müsste das sein. Ja, sehr schöner Bus. Ja, so sieht das hier aus wie bei euch, bei uns in die Flixbusse. Kann man hier reinfahren. Vorne ist auch zum Bezahlen und so. Und man kann dann hier sich hinstellen und da, wo man hin möchte, eben halt hinfahren. Ein sehr schöner Bus. Im Moment keine sehr schönen, sehr guten Busse hier. Ja. Der Tourliner, der setzt seinen Tour jetzt noch weiter. Neoplan-Tour. Was erzähle ich euch von MAN? Das ist ein Neoplan-Tourliner. Da hinten kommt, glaube ich, noch so ein Travego, wenn mich das nicht täuscht. Aber der fährt jetzt, glaube ich, schon weg. Ja. Okay, wenn ich noch was sehe, dann nehme ich wieder für euch auf. Wenn ihr hier angekommen seid, müsst ihr euch mal orientieren, wo ihr hin wollt. Ich habe hier schon ein Tramway, ja, ein Tram, so eine Straßenbahn gefunden. Hier sind dann die ganzen einzelnen Haltestellen zur Expo, Aksu, kann man dann sich orientieren und dann eben halt einsteigen. Den suche ich jetzt mal. Wie am Flughafen ist hier natürlich richtig was los. Schaut mal, so viele Taxis. Jeder will hier hingebracht werden, abgeholt werden. Und Flughafen ist ja auch in der Nähe. Deswegen ist hier richtig was los. So, ich habe den Eingang gefunden zum Tramway. Jetzt fahren wir gleich damit. Hier kommt ein schöner Metro. Der macht zwar komische Geräusche von hinten, aber wir sind jetzt auf der anderen Seite hier. Das ist der große Platz, wo wir gerade angekommen sind. Das war wohl nur so ein kleiner, der von Stadt zu Stadt. Aber der eigentliche Busbahnhof, der Zop, sage ich mal, der befindet sich auf der Seite. Wie ihr sehen könnt, sind hier auch die moderneren, größeren Busse, auch die namhaften Kamil Koç, Isparta, Metro Street, alles was es hier so gibt. Es ist gerade Mittagszeit, nicht allzu viel los, aber das ist hier so ein Zop eben halt für längere Strecken. Da kommt ein schöner MAN. Pamukkale. Der sucht sich jetzt auch seinen Platz. Immer wenn ich euch die Zops gezeigt habe in Deutschland mit dem Flixbus, habe ich ja gesagt, sieht aus wie Türkei, sieht aus wie Türkei. Jetzt seht ihr das mal original. Wie gesagt, jeder hat so seinen Platz. Da kommt er hin und die Leute werden dann hier weggebracht. So, jetzt muss ich mal sehen, ich suche eigentlich den Tram.
Um hier reinzukommen, muss man aber hier durch so eine Sicherheitskontrolle, ne, wie ihr so sehen könnt, ja, dass niemand was reinschmuggelt hier. Ist so. Und da kann man dann sehen, wer wo abfährt. Ich habe das noch vorhergenommen. Ich war ja gerade da draußen schon. Das sehe ich aber jetzt selbst erstmal. Aber ich habe mich verlaufen. Ich muss nicht hier rein. Hier ist nur für die Busse. Ich muss aber wieder hier raus, um den Tram zu suchen. Also hier wieder raus. So, ich habe es gefunden. Aber ich kann mir jetzt nichts drunter vorstellen, ob das oberirdisch, unterirdisch oder so ist. Auf jeden Fall kann man hier mit so einer Rolltreppe mal hier runter. Ja, machen wir doch einfach mal. Mal gucken, wo der uns hinführt. So, wenn jemand nicht so gut zu Fuß ist oder noch Gepäck hat, kann er auch hier so drauf oder hier laufen. Ja, wie ihr wollt. Aber ich bin ja noch gut zu Fuß. Ich überhole jetzt mal einfach dieses junge Mädchen hier, was hier gerade Erik ist. Oh, sieht doch schon mal ganz gut aus. Erste Mal, Leute, dass ich in der Türkei mal mit so einem Tram oder was weiß ich, wie die Dinger hier heißen, mal fahre. Aber ich habe ja noch den 9-Euro-Ticket. Vielleicht ist der ja hier auch gültig. So Leute, hier ist eine Orientierung, wo man hin will. Entweder mit der T1A oder mit T3. Wir fahren mit der T1 hier bis Ismet Pascha. Und dann hier runter, weil hier will ich hin. Okay, dann gucken wir mal. So Leute, wir haben uns mal schlau gemacht. Wir sind auch schon hier unten. Man muss sich hier so eine Karte holen. Der Automat wechselt aber nicht. Den kann man auch wieder auffüllen. Ne? Wenn man gebraucht hat, kann man den für jederzeit mit sich führen. Für nächstes Mal oder wegschmeißen, wie auch immer. Und hier kommt dann gleich hier hin. Und dann fahren wir gleich mit dem hier einfach weiter. Ich glaube, der kommt auf die andere Seite. Ja. Wow, das sieht aber schön aus. Ja, Sun Express Holiday. So, mit dem fahren wir jetzt mal. Hier mit so einem Teil sind wir gerade gefahren. Ja, so sieht's aus. Hier fährt auch so ein altmodischer, der erste Tram wohl hier in Antalya. Der heißt auch Antik Tramway. Mit dem könnten wir gleich auch noch fahren. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen, Leute. Hier so einen schönen Ausblick über Antalya. Vom alten Stadttor, das geht da hinten noch weiter. Wenn ich noch ein Stück weiter laufe, dann müsste auch noch gleich Yachthafen und so kommen. Das zeige ich euch aber auch gleich. Aber wirklich toll. Die Leute hier unten, die machen Bootsfahrt. Das ist wieder neu hier. Die haben neue Ausgrabungen hier gefunden von der Stadtmauer. Das geht hier noch weiter. Das ist jetzt neu, das sehe ich auch zum ersten Mal. Der Yachthafen ist da hinten, da laufen wir noch weiter hin. Wo das Boot da hinten gerade so rauskommt. Da geht es dann zum Yachthafen hin. Ah, nicht schlecht. Die finden immer wieder was Neues, so alte Sachen. Wahnsinn, wie das mal früher hier ausgesehen hat. So, da sind wir. Hier ist der Yachthafen. Jetzt kann man hier unten einfach weiter hinlaufen. Hier war ich bestimmt vor 20, 25 Jahren das erste Mal hier. Und so sieht das von hier unten aus. Das war mal ja eine richtige Stadt mit richtig schönen so Mauern. Die konnte man nicht eindringen. So Leute, jetzt fahren wir mit diesem nostalgischen roten Teil. Ja. Und dann geht es gleich wieder zurück zu unserem Hotel. So sieht das Teil aus. Hier von uns. Hier kann man nicht draufdrücken, dann geht das hier auf. Ja. Nostalgie. Nicht schlecht. Auf unserer Route haben wir ja noch gar keinen Linienbus gesehen. Jetzt sehe ich hier so einen Otocar Linienbus, den Kent LF. Der wird ja auch in der Türkei gebaut, türkischer Bus. Den gibt es mittlerweile ja auch in Deutschland. Ja, und hier in Antalya sind die schön blau. Aber ich hatte mal so ein Video drüber gedreht, wo ich letztes Mal hier war. Könnt ihr euch auch noch mal anschauen. Und das hier ist ein Güleryüz, auch ein türkischer Bus. Wird auch hier Türkei gebaut. Auch mit den, wie bei uns immer, diese Stadtwerke haben diese auch die
blau und oben weiß Lackierung. Ja. Wir warten jetzt auf den Tram, Straßenbahn, der auch unterirdisch, auch über die Straße so fahren kann. Und fahren dann wieder so langsam zurück Richtung Manavgat. Hier noch ein anderes Exemplar. Ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht gucken, was das für einer ist. Ich meine Temsa oder so. Keine Ahnung. Guck mal, wie der Solaris hat ja auch oben den Auspuff. Die haben noch rot, ob ich nach vorne rennen soll zu gucken, aber vielleicht kommt da gleich noch einer. Da kommt noch einer. Mal gucken, ich glaube, ist der gleiche. Ja, können wir jetzt mal gucken. Ne, das ist ein BMC. Ja. Das sind auch diese türkischen Marken. Wenn er gleich hier rüber kommt, können wir uns mal anschauen. Ja, die Weiber, die rennen noch schnell rüber. Oh, habt ihr gesehen? Der Weiße, der quetscht sich da einfach noch mit rein, obwohl der Bus ja den großen Bogen braucht, wäre eingequetscht. Aber der Kollege, der hat es gut gesehen. Ein BMC. Ja. Ja, doch, dann war vorne der auch ein Euro 6 sogar, weil der hat den Auspuff auch da oben. Ja, wirklich haben wir jetzt mal ein paar Modelle hier sehen können. Anzeige zeigt 1 Minute noch, dann müsste gleich der Tram kommen, Straßenbahn. Ja. So ziemlich pünktlich kommt er hier an. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Schön groß, schön breit. Ja. So, da fahren wir jetzt mal mit. So, wir fahren wieder zurück, auch wieder mit einem Mitsubishi. Der hat 398.000 Kilometer gelaufen, natürlich über 1 Million. Ja, so sieht das Cockpit hier aus von dem Kollegen. Ja. Gut, dann wünschen wir uns mal gute Fahrt. So, ich mache jetzt ein paar schöne Aufnahmen von hier oben. Schöner Ausblick natürlich. Der Fahrer, der sieht das zwar, aber der hat mir nichts gesagt. Sonst hätte ich hier, wenn er was gesagt hätte ich hier auch abgebrochen. Aber extra für euch, Leute, schaut mal, wo erlebt ihr sowas extra aus der Türkei im Urlaub für euch sogar noch gedreht. Es kommen nachher noch schöne Exemplare an Busse. Mal schön weiter dranbleiben, nicht jetzt wegschalten oder so. Es kommen immer wieder neue Sachen. Jetzt sind wir gerade hier an diesem Aksu vorbei. Es geht weiter Richtung Manavgat zum Hotel. Hier werden wir jetzt mal hier so einen LKW überholen. Das sind so türkische LKWs, so sind die meistens immer beladen hier. So innerstädtisch, also von Stadt zu Stadt. Kann man hier mit so LKWs Güter transportieren. So, wir haben jetzt hier Feierabendverkehr. Wir warten jetzt auf unseren Dolmusch, damit wir wieder zum Hotel kommen. Ja. Müsste aber gleich kommen. Hier haben wir so einen schönen MAN. Und den haben wir doch gesehen. Heute Morgen habe ich den aufgenommen. Ja, der bringt die oder holt gleich die Leute ab. Natürlich haben die hier auch sehr schöne Hupen hier. Da kommt unser Komköy Dolmusch. Ja. So Leute, Urlaub beendet. Es geht wieder zurück. Diesmal mit einem Temsa. So wie es aussieht. Ja. Auf der Rückfahrt habe ich mich mit diesem Fahrer hier sehr schön unterhalten. Er fährt auch schon seit, was sagt er, 28 Jahren Bus. Mit 13 hat er angefangen. Sagt man bei uns immer so, mit 13 fährt er natürlich nicht schon, aber der fährt dann immer schon mit, hilft beim Gucken hinten und so und als Stewardess und so. Bei uns ist das so üblich früher gewesen und der hat mir viel erzählt, dass sie tatsächlich an Hungerlohn haben, umgerechnet 310 € oder so für einen Monat. Das ist natürlich gar nichts, aber dementsprechend ist eben halt
da auch alles anders. Und mit dem Bus, mit dem wir gefahren sind, das war ein Temsa, aber ein 14 Meter Bus. Zwar nur eine Achse, aber ja, nicht so gut, nicht so wendig. Ich sag das hier gleich zwar, wie viel Kilometer der hat, aber der hat 1 Million schon drüber. Leute, wirklich ein wunderschöner Bus, ein Temsa, 128.000 Kilometer, der ist runter. Der musste 2-3 Mal hochbocken. Schaut mal, wie das hier aussieht. Wenn man da nicht hochbockt, dann setzt man auf jeden Fall auf. Ja. Wir sind auch schon am Flughafen angekommen und jetzt geht's wieder ab nach Hause. So Leute, angekommen wieder in Deutschland, hier in Bonn, da wo wir auch gestartet sind und alles ist gut gegangen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video so ein bisschen Eindrücke von Türkei, von den ganzen türkischen Bussen und so gewinnen lassen. So, ich glaube, ich habe es richtig ausgedrückt. Man sieht sich natürlich wieder mit anderen Videos hier auf dem Kanal von Mehmet Uğur. Ciao Leute.